Ich habe in der A-Jugend gegen Mesut Özil gespielt. Habe ich noch eine schlechte Erinnerung. Er hat mich getunnelt und hat danach fast ein Tor geschossen. Während gerade in Russland sich diese Multimillionäre auf dem Rasen von ihren Ländern feiern lassen, bin ich heute hier beim SC Wiedenbrück, einem Verein in der 4. Liga, und gucke mir mal eine andere Seite des Profifußballs an. Dafür treffe ich Michel Harrer. Der ist Spieler hier bei diesem Verein gewesen, denn jetzt wurde sein Vertrag gerade nicht verlängert. Und was das genau für ihn bedeutet, das gucke ich mir heute an und nehme eure Fragen dafür natürlich wieder mit. Hi, grüß dich. Michel. Das ist dein Arbeitgeber gewesen? Gewesen, richtig. Seit Januar, also Ende Januar. Ja, bin halt im Januar hergekommen. Sehr familiärer Club, hat mir sehr gefallen. Er hat jetzt leider aufgehört, Vertrag wurde nicht verlängert, was ich ziemlich schade finde, aber so ist das im Fußball. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Fußballgucker. Ich gucke Fußball immer so zur WM und zur EM. Ja. Und ich wusste gar nicht, dass man so außerhalb der 1. und 2. Bundesliga das beruflich machen kann. Aber du bist in der 4. Liga, also Regionalliga, genau. Und du lebst davon. Ich lebe davon, genau. Also es gibt ja richtig 3 Profiligen. Und dann die Regionalliga ist so eine semi-professionelle, würde ich sagen. Da können nicht alle von leben, klar, aber da ich das schon ein paar Jährchen mache, hat man dann auch den Anspruch, dann auch noch das zu verdienen, was in den letzten Jahren gewesen ist. Das ist das Heimstadion. Klein, aber fein, wie ich finde. Wie oft hast du jetzt schon so einen Vereinswechsel gehabt in deiner Karriere? Schon relativ oft. Zum Glück macht meine Frau das alles mit. Ihr müsst jedes Mal umziehen auch? Wir müssen jedes Mal umziehen, klar. Im Endeffekt war es jetzt unglücklich, dass wir haben in Erfurt gewohnt, da die Wohnung gekündigt haben und sie dann hergekommen ist. Hätten wir die Wohnung behalten, hätten wir das ganze Dilemma wahrscheinlich jetzt nicht, dass wir aus der Wohnung müssen. Ihr müsst jetzt ausziehen? Wir müssen ausziehen, weil das eine Vereinswohnung war. Also ja, echt wirklich eine große, schöne Wohnung. Aber habt ihr schon eine weitere Wohnung jetzt in Aussicht? Noch gar nicht. Wir haben einen Lagerraum gefunden, wo wir dann erstmal unsere Sachen unterbekommen. Also du suchst jetzt gerade nach einem neuen Job als Fußballer, also genau, neuer Verein? Ja. Ist auch in ganz Deutschland gucken wir. Bis jetzt war noch gar nichts dabei, muss ich ehrlich sagen. Viele sagen einfach, ja, bist zu alt. Vor einem halben Jahr war ich noch 30, da haben sie gesagt, ja, das passt. Jetzt mit 31 sagen, es ist zu alt. Das ist auch kurios, wie ich finde. Ist das eine Sache, die du dir von Anfang an, als du das als Karriere gestartet hast, schon so ein bisschen auch im Hinterkopf irgendwie mitgenommen hattest? So irgendwann werde ich vielleicht zu alt sein für dieses? Ja, man weiß ja, Fußball ist ja kein langlebiges Geschäft. Da ist ja meistens mit Mitte 30, sag ich mal, komplett Schluss. Aber früher macht man sich erstmal gar keine Gedanken darum, weil man macht praktisch das Hobby zum Beruf und hat einfach Spaß daran. Und da möchte man das auch so lange machen, wie es halt geht. Hast du da schon einen Plan B, also irgendeine Richtung, was du gerne studieren oder so machen würdest? Das ist eine gute Frage, weil ich mir immer gesagt habe, Sport ist so mein Ding, beziehungsweise Fußball, und da möchte ich eigentlich schon gerne drin bleiben. Allerdings ist der Markt jetzt nicht wirklich groß, dass da alle, die darin arbeiten wollen, auch was finden. Wenn du jetzt quasi deinem jüngeren Selbst, der irgendwie alles auf eine Karte gesetzt hast, nochmal was mitgeben würdest, ist das eine Sache, die du vielleicht anders machen würdest? Ja, also ich muss sagen, meinem jüngeren Ich würde ich sagen, mach die Schule erstmal komplett zu Ende, hör nicht nach Fachabi auf. Und vielleicht hätte man auch eine Ausbildung direkt machen sollen, wo eventuell noch in der Jugend dann Zeit war. Und das ist einfach eine komplette Kiste voller Trikots, Bilder, Erinnerungen, Autogrammkarten. Und dazu, denke ich, müsste hier die Medaille der ARD sein. Tor des Monats. Oh wow, ja, das ist natürlich, das kenne sogar ich als Mai 2015 geschossen. Tor des Monats. Ist das so für dich einer der größten Erfolge? Also ich denke, das ist schon der größte Erfolg, den ich so in meiner Karriere gemacht habe. Wie ist das so, wenn man anfängt, so als Jugendlicher, will man dann immer nur zu seinem Traumverein, zu dem Verein, den man auch selber cool findet, natürlich 1. Bundesliga, Nationalmannschaft, oder ist es auch so, dass man denkt, so, okay, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga, Hauptsache ich kann beruflich Fußball spielen? Oder? Ich war froh, dass ich in Essen so meinen ersten Profivertrag unterschreiben konnte. Da sind wir gerade in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Es wäre eigentlich ein ganz cooler Einstieg gewesen, so denke ich.
Allerdings habe ich mich kurz vorher schwer verletzt am Knie, so dass ich eigentlich in der 2. Bundesliga so die letzten 2 Wochen noch mittrainiert habe und nur einmal auf der Bank saß. Ja, da war mir fast schon klar, dass es so mit 2., 1. Liga schon nichts wird. So ging der Gang durch die Regionalligen in Deutschland irgendwie los. So. Ist das dann so ein bisschen so ein Traum, der dann auch zerplatzt? Oder wie fühlt sich das an? Ja, doch, definitiv. Also man geht ja mit Euphorie in die ganze Sache ran. Ja. Wenn man sich so als Fußballer den ganzen Tag mit Fußball beschäftigt, guckt man dann auch noch Fußball? Definitiv, ja. Ist das so ein bisschen auch frustrierend, wenn man da jetzt Leute spielen sieht und denkt so, vielleicht wenn irgendwie Sachen anders gelaufen wären, wäre ich da heute auch dabei? Oder? Hätte, ne? Also ich habe in der A-Jugend gegen Mesut Özil gespielt. Habe ich noch eine schlechte Erinnerung. Er hat mich getunnelt und hat danach fast ein Tor geschossen. Das bleibt dann natürlich auch in der Erinnerung. Aber es ist schon cool, gegen so Leute dann noch gespielt zu haben. Ja, also wenn man sieht, was die Leute dann erreicht haben, ist das schon erstaunlich. Und ob man das jetzt selber geschafft hätte oder nicht, da will man gar nicht drüber nachdenken. Ist nicht passiert und ja. Ja, ich würde sagen, jetzt gerade Halbzeit. Vielleicht gehen wir auch mal selber raus. Wolltest du eine Runde kicken? Ja. Gerne. Ich kann noch was lernen. Können wir machen. Ich habe jetzt schon ganz viel mitgenommen von Michel und was ich so spannend finde, ist, dass es eigentlich viele Parallelen gibt zwischen uns beiden. Auch ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und auch ich habe einen Job, der keine wirkliche Sicherheit bietet. Nur ist es bei mir der YouTube-Algorithmus oder die Zuschauer, die irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, ja, den wollen wir nicht mehr sehen. Und bei ihm ist es der Fußballverein. Aber ich habe zum Glück nicht das Limit, dass ich mit 35 nicht mehr Videos machen kann. Und bei ihm ist das anders. Und deswegen finde ich, fordert das, was er macht, nämlich diesen Schritt zu sagen, ich tue das jetzt bis 30, 35 und weiß aber von vornherein, dass es danach nicht weitergeht. Das erfordert sehr viel mehr Mut. Und ich muss jetzt aber erstmal gucken, wie ich mich auf dem Fußballplatz schlage. Also los geht's. Ich bin so unsportlich. Und was machst du jetzt, wenn du jetzt quasi nicht in dem Verein bist? Einfach nur hier so auf dem Platz kicken oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, irgendwie weiterhin fit zu bleiben? Gesetzt im Fall, dass ich dann keinen Verein gefunden habe, wo ich dann noch trainieren kann, gibt es so das VDV-Camp nennt sich das. Das ist die Vereinigung der vertragslosen Fußballer und die veranstalten praktisch in der Sommervorbereitung jedes Jahr ein Camp, wo dann ausgewählte vertragslose Fußballer praktisch sich fit halten können. Werden halt ganz viele Trainingseinheiten durchgeführt, es werden Testspiele abgehalten, um sich halt dann für neue Aufgaben so zu empfehlen. Ja, den Peter Neururer, den treffen wir ja gleich auch noch. Bin ich mal sehr gespannt, was der uns noch so erklären kann. Aber vielleicht zeigst du mir vorher noch mal den einen oder anderen Trick. Vielleicht kann ich ja doch noch was lernen in meiner Karriere. Können wir gerne machen. So und innen nach außen, genau, und so vorbeigeht. Am Mann, du drehst dich ja so rumdrehst. Ja. Hallo. Hallo. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das beim Profifußball ein bisschen so ist wie bei einem normalen Job, nämlich dass gar nicht so wirklich auf die Leistung geguckt wird, sondern auch ganz viel auf die Vita. Also wie wichtig ist denn der Lebenslauf im Vergleich zur Leistung? Davon ausgehen, dass, wollen wir nicht von Prozentsätzen reden, aber viele in der Bundesliga, in der 2. Liga oder im Profifußball schlechthin, in der Führungsetage nicht gerade große Fachkompetenz vorherrschend ist, beziehen sich viele Leute, die Entscheider, die auch die Leute verpflichten, auf die Vita der Spieler. Sie gucken transfermarkt.de oder wie es immer heißen mag und sagen, wir suchen auf der Position X einen Spieler mit dem Alter, mit den Ergebnissen, sprich mit der und der Torvorlage, wenn ich einen Stürmer suche, mit den Torabschlüssen, mit den Torerfolgen und so weiter und so weiter. Also gehen von einem Katalog aus. Aber so läuft der richtige Fußball nicht. So läuft er, wenn er schlecht läuft. Ja, individuelle Stärken. Nehmen wir Michel zum Beispiel, von dem ich sage, ich bin seit über 30 Jahren im Profigeschäft. Dass Michel bisher noch nicht in der 1. oder 2. Liga gespielt hat, ist eine Nummer, die an den Scouts der jeweiligen Vereine liegt, nicht an seiner Leistungsstärke. Denn das, was er gezeigt hat, in Kürze der Zeit, in der ich ihn kennengelernt habe, reicht allemal aus, um 1. oder 2. Liga zu spielen.
Eine Frage, die wir von einem Zuschauer auch bekommen haben, war, wie genau sieht denn dieser Prozess aus, dann einen neuen Vertrag zu finden und welche Rolle spielen Berater oder Scouts da drin in diesem Prozess? Ich komme in das Camp von der VDV, die alles machen, um den Spieler in der Zeit, in der wir dann zusammen sind, professionell aufzuarbeiten. Dann habe ich die Möglichkeit, mich zu zeigen. Natürlich kommen dann, und das ist auch gut so, mehrere Vermittler, mehrere Berater mit zu dem Camp, gucken sich die Spieler an, gucken sich teilweise die Trainingsinhalte an und die Trainingsleistungen der jeweiligen Spieler an, um dann sagen zu können, in der Verbindung mit den verschiedenen Vereinen, die ich als Vermittler oder Berater zu den Vereinen habe, Moment, der Verein X, Y, Z braucht auf dieser und in dieser Position noch einen Spieler. Und jetzt sehe ich, im Camp der VDV sind der und der Spieler zugegen, die sich diesbezüglich verhalten, die diesbezüglich eine gute Leistung abliefern. Was erhoffst du dir jetzt von dem kommenden Camp? Was wäre das perfekte Ergebnis? Ja, perfekt wäre natürlich, wenn ich einen neuen Verein finde und dann auch mal länger als ein halbes Jahr irgendwo sein kann, um zu zeigen, dass ich es noch kann, sage ich jetzt mal so. Es ist eine Extremsituation und die Spieler, die aus der Nummer rauskommen, die es schaffen, mit der VDV in Verbindung, unterstützt davon auch, wieder einen Vertrag zu bekommen. Die sind gestärkt. Die sind gestärkt, weil sie wissen, wie der Worst Case aussieht. Die beste Möglichkeit ist doch die, konkret immer sofort zur Sache zu kommen. Ich rufe gleich meinen ehemaligen Co-Trainer Nico Michati, mit dem ich beim VfL Bochum sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe, an. Dann werden wir sehen, ob da möglicherweise direkt was machbar ist. Ja, was ist denn los mit dir, du Ochse? Nico, wir haben über Michel gesprochen. Ja, es gibt eine Möglichkeit, der Junge ist gerade bei mir, ob du Interesse oder nicht Interesse hast. Auch bei Nicht-Interesse haben, auch Bescheid sagen. Ihr seid zu. Kannst mir trotzdem nächstes Mal Bescheid sagen. Der Junge hatte Hoffnung, ne? Aber gut, alles klar. Das ist eine Scheiße, die sind typisch. Die sind festgelegt, das ist der U23, U21 weiß ich nicht, eines Bundesliga-Vereines. Die dürfen nur 3 ältere Spieler verpflichten. Aber die haben jetzt in seiner Abwesenheit wohl über Scouting und wie auch immer 3 ältere Spieler verpflichtet und sind von der Reihe zu. Es kommen mit Sicherheit Scouts genug. Ja, und wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf, ne? Ja? Genau. Es war super spannend zu sehen, was alles so zum Profifußball dazugehört und dass es eben nicht nur dieser Glanz, Glamour und die Millionen von Gehältern sieht, um die es sonst eigentlich immer geht, sondern dass es auch Leute gibt, die professionell Fußball spielen, aber damit ein ganz normales Gehalt beziehen und dieselben Ängste vor Arbeitslosigkeit haben wie viele normale Leute in normalen Jobs. Und ich glaube, das ist wie bei jedem Traumberuf, sei es jetzt YouTube oder Schauspiel oder eben Profifußballer. Es gibt eben eine riesige Unsicherheit und ich glaube, ich habe heute noch mal mehr gesehen und das würde ich auch jedem von euch raten, der irgendwie einen Traumjob hat. Überlegt euch einen Plan B, weil es kann immer irgendwas schief gehen. Und ja, ich wünsche einfach Michel, dass es bei ihm weitergeht und dass er noch mal die Chance hat, Profifußball weiter zu betreiben. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Denkt dran, Follow Me Reports abonnieren. Hier drüben gibt es außerdem eine weitere spannende Folge von uns und hier drüben ein weiteres Video aus dem Funknetzwerk.